Mir gefällt die fundierte Grundfunktionalität, die einfach out of the box mitkommt, und auch die super gute Konfigurierbarkeit. Seit wir Vertec eingeführt haben, vor über 15 Jahren, ist Zylke enorm gewachsen. Aber bei Vertec sind wir nie angestoßen. Klar, Veränderungen und Anpassungen brauchen Zeit und Aufwand, aber es hat nie ein «Nein, das geht nicht» gegeben. Wir konnten alles umsetzen, was wir bisher brauchen. Ja, das eine ist ja ein gutes technisches Produkt zu haben, aber es braucht auch immer Leute, und für mich ist das besonders wichtig, die dahinter stehen und sich mit dem Produkt auch identifizieren. Und das spüren wir sehr gut beim Support oder auch bei Erweiterungen, wenn Vertec uns punktuell unterstützt, dass wir da Leute haben, die sich engagieren, die sich identifizieren mit dem Produkt und die sehr gutes fachliches Know-how mitbringen. Da muss man ein bisschen länger zurückschauen. Wir haben früher verschiedenste Systeme für verschiedene Aufgaben. Und das war eine der Limitierungen, warum unsere Firma schlecht wachsen konnte. Und Vertec haben wir eingeführt, um ein zentrales System zu haben, Single Source of Truth für all unsere Daten, von der Zeiterfassung, Projektadministration bis hin zur Bestellungsverarbeitung und so weiter. Und das ist schon ein grosser Effizienzgewinn, wenn man ein durchgehendes System hat. Als Ingenieur gefällt mir die Konfigurierbarkeit und auch das Programmieren mit Python-Skripts. Mir ist es enorm wichtig, dass die Benutzer von Vertec möglichst wenig damit zu tun haben. Die müssen effizient arbeiten können, möglichst wenig Zeit verlieren, und ich geniesse es, wie viel man automatisieren und vereinfachen mit Vertec. Also einerseits beim Support, wobei wir haben wenig Supportfall. Vertec läuft sehr stabil und gut. Aber immer wieder greifen wir auf Vertec zu, um uns punktuell zu unterstützen bei Projekten und anderen Änderungen. Dort, wo wir einfach keine Kapazität haben oder das spezifische Wissen, zum Beispiel für irgendeinen Rechnungsreport anzupassen, das machen wir nicht so häufig, und da greifen wir gerne auf Vertec zu. Und dort schätze ich einfach sehr gut die Zusammenarbeit, und eben das SLA zu haben mit einem Partner ist wichtig. Aber das andere, wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, ist das persönliche Engagement und auch das fachliche Wissen, das uns auch von anderen Vertec-Anwendern eingebracht wird. Wie machen es andere? Inspiration und auch Sachen manchmal hinterfragen. Auch das braucht es. Ich nutze gerne das Vertec-Forum, wo man technische Fragen stellen kann, oder wer hat das schon so gelöst oder hat es eine Idee. Ich finde den Austausch sehr nützlich, und dann natürlich das jährliche Vertec-User-Treffen, das ich immer sehr inspirierend finde. Scripting, die Möglichkeit, Vertec zu erweitern nach eigenen Bedürfnissen, und dann auch die gute Online-Dokumentation, die Vertec zur Verfügung steht. Das ist ein Ort, wo ich mich praktisch täglich darum bemühe, reinschauen und Tipps und Tricks holen. Vertec brauchen wir vor allem Zeiterfassung auf Projektebene, dass wir nachher entsprechend Rechnung stellen können. Das ist unser Geschäft, mit dem verdienen wir Geld. Jede Stunde, die erfasst ist oder nicht erfasst ist, können wir nicht verrechnen. Darum, das ist das zentrale Tool, die ganze Projektadministration, wo wir sehr flexibel halten müssen, weil die Kunden sind sehr vielfältig und auch im Bereich von der Verrechnung und wie wir Sachen dargestellt haben, sehr grosse Ansprüche und Wünsche, und das decken wir mit Vertec sicher an. Ja, was vielleicht negative Punkte bei Vertec, und da kann ich noch etwas erwähnen, ist, es kann zu viel. Also ich habe wenig Argumente, zum einen zu sagen, das geht nicht mit unserem System, sondern die Leute haben dann gemerkt, sie haben Blut gerochen, ja, da kannst du doch noch schnell ein Skript machen oder da kannst du noch eine Listeneinstellung machen und da bitte noch eine Farbe an der Wert höher als 120 ist. Das macht mir das Leben nicht immer einfach, dass Vertec eben alles kann, was man braucht, und das wissen meine Anwender eben auch.